Hey Leute, willkommen zurück. Heute tauchen wir in das Konzept der freien Menstruation ein, das nicht nur die Welt der Frauenhygiene verändert, sondern auch die Art und Weise, wie wir über unseren Körper denken. Gibt es eine Revolution in der Frauenhygiene oder birgt sie Risiken? Ich möchte mit euch herausfinden, warum immer mehr Frauen diesen Schritt wählen und warum auch ich vor Jahren das Konzept für mich entdeckt habe. Wenn ich etwas kann, dann ist es, die Periode frei fließen zu lassen. Und richtig so, ne? Also so. Freie Menstruation, der Begriff, der vielleicht noch nicht allen bekannt ist, aber weltweit immer beliebter wird. Besonders in den letzten Jahren zieht es immer mehr Aufmerksamkeit auf sich, weil es im Wesentlichen darum geht, die Periode frei fließen zu lassen, Natur pur, und auf Hygieneprodukte wie Tampons und Binden zu verzichten. Ich werde euch im Laufe des Videos mehr darüber erzählen. Es ist eigentlich kein richtiger Trend oder auch keine richtige Modeerscheinung. Es gilt als eine Art Revolution, die Normen hinterfragt, Grenzen verschiebt und Frauen dazu ermächtigt, die Kontrolle über ihren eigenen Körper zurückzugewinnen. Herkömmliche Menstruationsprodukte sind seit Jahrzehnten die Norm, bringen aber auch sehr viele Probleme mit sich. Die Umweltbelastung von Einwegbinden und Tampons bis hin zu giftigen Chemikalien. Fast 50 Milliarden Menstruationsprodukte werden alleine jährlich in der EU verbraucht oder weggeworfen. Das Problem daran ist, dass die meisten nicht recycelbar sind und Jahrhunderte brauchen, um zu verrotten. 8 Tonnen Plastikmüll landen jährlich im Meer. Frauen, die sich für die freie Menstruation entscheiden, reduzieren ihre Auswirkungen enorm. Darüber hinaus ist die Periode oft mit Scham behaftet. Es gibt Codewörter wie Erdbeerwoche, Tante Flo oder Zeit des Monats, und die Menstruation soll das Bewusstsein schärfen oder die freie Menstruation, wie es zum Beispiel Kiran Gandhi 2015 versucht hat, die einen Marathon während ihrer Periode lief. Es ging weltweit durch die Presse: eine Frau, die einen Marathon läuft und keine Hygieneprodukte verwendet. Und das Faszinierende daran war, dass sie wirklich an dem Tag ihre Periode bekommen hat. Es war noch nicht mal richtig geplant. Das war schon cool. Die Wahrheit ist, dass die herkömmlichen Menstruationsprodukte mit dem Blick auf den Profit und nicht auf die Menschen entwickelt wurde. Und somit gab es auch immer wieder Proteste gegen die Tamponsteuer, und das teilweise mit Erfolg. Schottland bietet zum Beispiel kostenlose Hygieneprodukte an Menschen an, die keine Mittel haben oder die währenddessen das Geld nicht haben, Produkte zu kaufen. Finde ich mega cool. Ob wir da irgendwann hinkommen, weiß ich nicht. Die freie Menstruation wird oft als ein radikales Konzept beschrieben, das Grenzen überschreitet, denn es erfordert von Frauen, behutsam und achtsam mit ihrem Körper umzugehen und sich selbst zu vertrauen. Und das ist am Anfang nicht immer einfach. Es kann sehr hektisch und chaotisch ablaufen. Ich habe Monate gebraucht, um die freie Menstruation zu praktizieren. Und damit meine ich richtig. Dass nichts mehr in die Hose geht, nicht mal Mini-Tropfen. Es geht ja nicht darum, frei fließen zu lassen und sagen, hey, guck mal, meine Suppe, sondern nein, dass du auf die Toilette gehst, dass du verstehst, wann du entleeren musst, wann dein Körper dir Bescheid sagt, oder dass du deinen Körper richtig kennst. Mittlerweile mache ich es seit 7 Jahren, also ich kann meinen Körper so gut kontrollieren, dass man eigentlich nicht denkt, dass ich meine Periode hätte. Also es läuft mittlerweile nichts mehr daneben, aber es war wirklich ein langer Kampf. Das war nicht so einfach, nicht bei mir. Aber ja, ich weiß gar nicht mehr, wann ich die letzten Tampons gekauft habe. Ich benutze, wenn, einen Tampon beim Schwimmen im Sommerurlaub. Und wann kommt es vor? Alle 5 Jahre oder so, ne? Also dann, wenn ich meine Periode habe. Ich habe schon ewig keine Tampons gekauft, keine Binden. Ich benutze öfter mal Periodenslips, dann, wenn ich unterwegs bin und nicht auf Krampf eine Toilette suchen will. Ich kann euch gerne mal das Video über die freie Menstruation verlinken. Ich bin der Meinung, es ist 7 Jahre her. Ja, doch, 7 Jahre müsste es sein. Da erzähle ich über die Methode, was ich gemacht habe, wie ich es geschafft habe. Allerdings hat sich auch einiges verändert. Ich bin der Meinung, ich habe damals gesagt, ich brauche nur 1 Minute auf Toilette. Mittlerweile sind es 3 Minuten. Aber ja, es ist cool, auf jeden Fall. Also es ist für mich eine mega Erleichterung. Der größte Vorteil ist meiner Meinung nach, dass du einen besseren Zugang zu deinem Körper bekommst. Du musst dich mit deinem Körper auseinandersetzen. Du musst verstehen, wann du auf die Toilette musst, wann es nur die Blase ist und wann die nächste Intervalle kommt. Und das schaffst du nur, wenn du die freie Menstruation praktizierst oder wenn du dich mit der Periode auseinandersetzt. Ich produziere deutlich weniger Periodenmüll, also keine Binden, keine Tampons. Ich meine, die
Hier die Periodenunterwäsche muss ich alle 3 bis 5 Jahre wechseln. Dann aber auch die gesunde Flora, keine Trockenheit. Ich muss mir keine Gedanken darüber machen, wann ich wechseln muss, dass ich vielleicht irgendwelche Chemikalien in mir trage. Nein, das Problem habe ich definitiv nicht. Und das ist ja doch ein guter Punkt, finde ich. Dann gibt es Frauen, die sogar behaupten, dass sie weniger Regelschmerzen hätten. Ich weiß es nicht, denn ich habe keine so krassen Regelschmerzen, vielleicht auch deswegen. Also ich bin nicht so belastet davon zum Glück. Die freie Menstruation ist meiner Meinung nach nicht für alle gut, denn es kann zu Anpassungsschwierigkeiten kommen. Es kann zu Beschwerden kommen oder auch Unwohlsein, ne? Die Scham, wenn etwas daneben läuft, und am Anfang kann es nun mal passieren. Es dauert vielleicht Monate, um diese Methode zu erlernen. Auch das muss man berücksichtigen. Man braucht die Zeit, man braucht die Geduld, man muss vielleicht Dinge ausprobieren oder immer wieder von vorne anfangen. Das ist nicht so einfach. Es ist wie eine kleine Reise. Und vor allem ist es keine einheitliche Methode. Was bei der einen Frau funktioniert, funktioniert bei der anderen wiederum nicht. Wie sieht die Zukunft der Periode aus? Habt ihr euch das schon einmal gefragt? Ja. Ich denke schon, da wird einiges kommen. Vielleicht wird die Gesellschaft toleranter oder offener und Frauen können selbst bestimmen, wie sie ihre Periode erleben möchten. Vielleicht hat der Tampon irgendwann abgedankt, oder? Und es kommt was ganz Neues. Wer weiß das schon? Hinterlasst mir gerne mal euer Feedback dazu. Teilt eure Gedanken mit mir. Was denkt ihr darüber? Freie Menstruation? Ja, nein, Revolution, Risiko, Modeerscheinung, Trend. Liebe Zuschauer, damit wir uns nächste Woche wiedersehen, abonniert doch einfach meinen Kanal, denn wenn alles glatt läuft, bin ich nächste Woche wieder hier. Toll, oder? Auf jeden Fall würde ich mich darüber freuen, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Bleibt gesund, habt eine schöne Woche. Tschüss!